Hallo und willkommen in der Klemmbaustein-Welt. Hier liegt ein leerer Karton vor mir und hier steht dieses kleine süße Auto. Und warum das alles so ist und warum ich hier im Dunkeln sitze und kein Licht so wirklich an ist, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Für 99,95 €, da dürfen wir natürlich einen großen Karton erwarten und dieser Erwartung wird Bluebricks gerecht. Sie schicken uns einen großen Karton. Ich will den nicht vorstellen, ihr alle kennt ihn. Das Wichtigste daran ist immer dieser Aufkleber auf der Seite, dass wir wissen, was ist in diesem Karton drin. Hier weiß ich es natürlich, weil das ist, glaube ich, mit Abstand der größte Karton von Bluebricks, den ich aktuell bei mir stehen habe oder jetzt auch lange stehen hatte. Ihr seht das hier sogar, schön ausgeblichen schon hier. Also ich habe die Tankstelle ganz am Anfang, habe ich sie mir gekauft. Komme jetzt dann heute auch endlich mal dazu, sie aufzubauen und vor allen Dingen sie euch zu zeigen. Sie ist sehr kontrovers diskutiert worden. Die einen sagen, oh, nee, die ist aber hässlich, die will ich nicht haben, die passt ja gar nicht in meine City rein. Stimmt, da passt sie definitiv nicht rein. Diese Tankstelle richtet sich, weiß ich nicht, ob das Absicht ist, aber vielleicht so an Leute meiner Generation. Ich behaupte zwar immer, ich wäre noch 20. Ich bin es aber nicht. Aber ich bin mit solchen Tankstellen groß geworden. Ich kenne das noch, da standen diese Säulen für die Mofas mit dem Gemisch, wo man noch mit der Hand pumpen musste. Viele von euch werden das mit Sicherheit noch kennen. Und an dieses erinnert mich diese Tankstelle. Eine Tankstelle mit Werkstatt, das wir ja heute sowieso in den allerseltensten Fällen finden. Wir haben dann heute eher eine Waschstraße mit angehangen an diese Tankstelle. Das war es nicht. Das ist so noch eher der Typ, der Tankwart kommt raus, macht mir das Auto voll und putzt sogar noch meine Scheibe. Also ich würde sagen, das ist so anzusiedeln, so Ende der 60er bis Mitte der 80er, da hatten wir diesen Typ ziemlich weit verbreitet. Eine Farbgebung, die wir auch kennen. Ich habe da, das nehme ich schon mal vorweg, ich weiß gar nicht, wo es liegen hat. Ach, hier habe ich das liegen. Ich habe hier noch zwei Sets, mühevoll, also wirklich mühevoll mir wieder zusammengesucht. Das ist einmal der kleine Abschleppwagen von Shell und einmal der Tankwagen von Shell. Dieses ist allerdings Lego, aber ich denke mal, es passt nichts besser zu dieser Tankstelle wie diese beiden Fahrzeuge, farblich und auch vom Alter her. Die Fahrzeuge sind anzusiedeln 1980, 81, müsste ich jetzt genau recherchieren, mache ich dann, wenn ich euch die beiden Fahrzeuge zu der Tankstelle bzw. die Fahrzeuge zeige, die ich dann zu der Tankstelle stellen möchte. So, ich mache jetzt mal den Karton hier auf. Jetzt haben wir genug hier über Tankstellen geschwafelt. In den heutigen Zeiten fährt man da eh nicht mehr gerne hin, wenn wir uns die Spritpreise angucken. So, es wird jetzt mal ein wenig laut. Ich habe wieder einen Grund mehr, zum Altpapiercontainer zu gehen und habe hier viele Tüten vor mir liegen. Ich versuche hier mal so ein bisschen leise zu knistern. Grundplatte, die auf den ersten Blick erstmal schön gerade zu sein scheint und hier das Ganze auch. Wenn ich die beiden Platten jetzt nehme und lege die nebeneinander, das scheint was Großes zu werden. Also irgendwann muss ich mich entweder, wenn ich hier mich so umgucke, mal von einigen trennen oder vielleicht sogar anbauen. So, was sehe ich hier noch? Hier sind noch mehr Platten. Da freue ich mich dann schon auf das Sortieren. Das scheint eigentlich alles auch Baustein, also Bauschritt sortiert nicht, aber ziemlich sortenrein. Ja gut, wenn ich auf die Tüte gucke, ist mit sortenrein schon wieder vorbei. Hier ist es wieder sortenrein. Teilweise ist es also sortenrein, teilweise ist es nicht sortenrein. Aber was hier sortenrein ist, und da wisst ihr, das finde ich immer wahnsinnig spannend, Trans-Clear-Teile. Wobei ich hier schon auf den ersten Blick sehe, aus den Trans-Clear-Teilen sind hier Trans-Matt-Teile geworden. Gut, haben wir wieder was für die Phrasenkasse. Trans-Matt-Teile. Bin ja mal gespannt, wie lange mich dieses Wort dann wie lange mich dieses Wort dann verfolgt. Also was soll ich sagen? Ich kann euch das nie in die Kamera zeigen. Ich kann das mal hier vorhalten, aber ihr werdet das mit Sicherheit nicht sehen. Ich schwenke jetzt mal, wenn ihr das seht, dann ist das schön, aber das ist desaströs. Und hier genau das gleiche. Also es ist wirklich
Ich habe das in meinen Kommentaren schon gelesen und ja, ich gebe da recht. Im Grunde genommen müsste ich jetzt hergehen, pack dieses Zeug zusammen, alles in den Karton, schick's zurück nach Flörsheim. Wäre im Grunde genommen wirklich mal ein super, das wäre ja nicht mal ein stiller Protest, das wäre mal ein offenkundiger Prozess. Ich mache das in diesem Falle nicht, weil ich weiß, die Teile, die zurückkommen, sie werden leider nicht besser sein. Also schenke ich mir diese wochenlange Hin- und Her-Schickerei mit defekten Teilen in dem Moment. Und was mich aber zuversichtlich stimmt, das ist, in den neueren Modellen habe ich ja auch schon Transklierteile gefunden. Ich habe sie euch auch immer wieder gezeigt. Die waren erstaunlicherweise gut oder erstaunlich gut. Also da scheint was zu passieren. Das hier gefällt mir nicht wirklich. Ich werde trotzdem versuchen, dafür mal Ersatz zu bekommen. Ich baue das Ganze mit diesen Teilen, werde mal anrufen und werde fragen, ob es möglich ist, dass ich da nochmal neue Teile bekomme, beziehungsweise vielleicht guckt ja gerade zufällig jemand dazu, weil bis ich diese E-Mail schreiben kann. Ich bin momentan aktuell mit meinen Videos. Also das, was ihr heute seht, das habe ich vor ein paar Stunden erst zusammengeschnitten. Es ist die Zeiten, die jetzt gerade sind, die treffen auch mich auf der Arbeit. Ich bin in anderen Bundesländern unterwegs. Ihr wisst selber durch die Medien, was da so los ist. Und das bremst auch mich wahnsinnig in der Arbeit. Das klaut mir meine Freizeit. Also sitze ich jetzt hier gerade, baue das zusammen und hoffe, dass ich das noch pünktlich rauskriege, dass es wieder Sonntag 11 Uhr ist und tada, hier sitze ich. So, genügend und genug jetzt. Es wird Zeit, dass ich aufhöre zu labern, wie ihr feststellt. Ich verteile das Ganze jetzt mal auf meine Schüsseln und dann geht so langsam aber sicher die Bauerei dann auch schon los. So, da ist alles verteilt. Ich weiß gar nicht, ob alles noch im Bild ist. Im Großen und Ganzen scheint alles da zu sein. Was schön ist, viele Tüten waren wirklich sortenrein. Ein paar waren dann wieder gemischt. Ich habe es bei den Zügen immer ganz gerne mal angesprochen, dass ich es gar nicht mal so verkehrt finde, dass Bluebrix da so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat mit ihrem blauen Stein, den Bluebrix, so würde ich das mal sehen. Hier haben sie es echt übertrieben. Also hier sind Hunderte vom blauen Stein. Also übertrieben im positiven Sinne. Also wenn das später alles harmonisch farblich funktioniert, weil die Tankstelle ja doch mehr in Weiß und Gelb gehalten ist, dann ist das für mich alles in Ordnung. Aber es ist hier wirklich kaum eine Schüssel oder ein Tellerchen, wo nicht was Blaues mit dabei ist. Da bin ich wahnsinnig gespannt, wie sich das später alles so versteckt. Bei den Blades weiß ich es, die kommen unten. Das habe ich schon gesehen. Das wird also eine wahnsinnig schöne Aufgabe sein, hier diese 3,7 Millionen blauen Blades alle aufzudrücken. Mein Finger wird sich schon freuen. So, ich muss hier ab und zu mal rüber gucken. Also selbst unser Internet scheint hier ein Virus zu haben. Covid-21 oder wie auch immer der dann heißt, weil ich kriege hier die Bauanleitung gerade nicht runtergeladen. Das heißt, ich gehe mir jetzt in aller Ruhe noch einen Kaffee holen. Das seht ihr natürlich nicht, da müsst ihr mich nicht bei begleiten. Das sind die Privaträume, da bleibt immer schön draußen. Heute nehme ich mir mal die Bömpelmeister-Tasse mit nach oben, mache mir da noch einen Kaffee fertig und dann hoffe ich, dass das Ganze runtergeladen ist und wir können anfangen zu bauen. Na, mein Plan ist aufgegangen. Ich habe mir meinen Kaffee geholt. Prost. Und die Bauanleitung ist endlich runtergeladen. Dass das jetzt schon der dritte Kaffee ist, das verschweige ich, weil wir sitzen jetzt alle zu Hause und benutzen das Internet. Das muss man verstehen. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich bin hier auf dem Dorf. Wir haben sowieso kaum Internet. Jetzt natürlich davon nur noch ein Drittel. Da brauchen 200 MB dann auch mal 5 Stunden. Das ist völlig normal, möchte ich mal bald sagen. Auch wenn es eigentlich unnormal ist, aber das ist ein anderes Thema. Das hat hier nichts zu suchen. Ich fange jetzt an zu bauen und freue mich auf das Endergebnis.
Bauschritt 7, eine wahnsinnig stabile Unterkonstruktion. Ihr konntet das ja sehen, also was hier an Stein drunter versteckt ist, das ist schon gigantisch. Das Ganze fängt an sich zu wölben. Ich mache das mal wie so ein Kellner. Ich glaube, da könnt ihr den Flitzebogen, ich komme mal ein bisschen näher ran. Jetzt muss ich das noch gerade halten. Also ich denke mal, man kann den Flitzebogen so halbwegs erkennen. Ich vermute mal, hier kommt ja noch einiges drauf. Dann wird sich das auch wieder gerade ziehen. Oder ich lasse es mal ein paar Tage so liegen. Warum lasse ich es ein paar Tage so liegen? Ich feiere Premiere, aber keine schöne. Mir fehlen insgesamt 150 Steine für den 7. Bauschritt. Ich würde gerne weiterbauen, aber es funktioniert nicht. Und ich hatte euch das ja auch schon geschrieben. Ich bin also wirklich wahnsinnig aktuell mit meinem Video, so dass ich das jetzt auch nicht hinmogeln kann und bestelle mir die Teile und auf einmal schwupps sind sie da und Onkel Olli kann weiterbauen. Scheidet aus. So, was machen wir jetzt für heute? Jetzt hier meinen Tisch freiräumen und was anderes bauen. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt wirklich Lust. Also greife ich schon mal vorweg. Ich hatte euch die beiden Tüten hier gezeigt. Hier habe ich noch ein bisschen was Kleines liegen. Ich kippe das jetzt einfach mal aus. Das wird jetzt improvisiert. Das wird jetzt auch mal ein Video. Meine meisten Videos sind ja rein theoretisch One-Takes. So, da haben wir es weg. Für den es interessiert, das ist übrigens die Lego 6628 ohne Bauanleitung, aber dafür, ich halte es mal hier rein, sieht man das? Also das ist Patina. Klar ist das auch zerkratzt, aber hier beschwere ich mich nicht, weil dieses Set ist fast so alt wie ich. Irgendwas um die 40 Jahre. Ich wollte das, ja, habe ich erzählt. Ich sage euch das genau, aber ich bleibe dabei. Googelt das einfach gerne mal nach. 6628, das muss 80 oder 81 gewesen sein. Da war ich auch noch jung. Mein lieber Mann, ist das lange her. So, jetzt muss ich da mal gucken, dass ich das Ganze hier nicht auf meine Tellerchen verteile, sondern halbwegs hier hinlege, dass es so ein bisschen Sinn für mich ergibt, damit ich das Ganze dann auch halbwegs schnell nachbauen kann, ohne dass das jetzt Tage dauert. So, ich habe mir soweit alles rausgesucht. Ein Bild von dem kleinen Abschleppwagen. Wie gesagt, Anleitung habe ich dafür keine mehr, aber so ein Foto dürfte ja halbwegs reichen. Hier oben lasse ich euch dann mal, das mache ich jetzt auch zum ersten Mal, könnt ihr mir mal schreiben, ob euch das dann gefällt oder nicht. Den Speedbild lasse ich jetzt mal hier oben in der Ecke mitlaufen, ein bisschen den kleinen. Ich hoffe, ihr könnt das dann später erkennen. Also wie gesagt, ich habe das vorher noch nie gemacht. Das ist jetzt zum ersten Mal. Schaut es euch an, beurteilt, ob euch das gefällt oder nicht und dann sagt ihr mir das, also ihr schreibt es mir unten rein, weil das würde mich wirklich mal interessieren. So, dann schaue ich mir diesen süßen kleinen Abschleppwagen mal an. Ein bisschen was ist ja hier vorgearbeitet, aber ich meine mich daran zu erinnern, ich muss das mal so umstellen, und es nervt mich dass es früher eigentlich immer so geregelt gewesen ist, dass man mit solch einem Grundbau angefangen ist. Ob der jetzt so lang, naja, ich glaube, so lang dürfte er eigentlich nicht werden. Also irgendwo ist das ein bisschen spannend. Man baut hier jetzt quasi live für euch aus Improvisation, weil 150, ich komme da nicht drüber weg, 150 Fehlteile. 74 und 73, um genau zu sein. Jetzt werden hier die Mathe-Künstler unter euch werden dann wieder sagen, oh ja, rechnen kann er auch nicht, das sind keine 150, das sind nur 147. Ich runde es einfach auf. Es sind 150. Ich bin Fehlteile von Bluebricks gewohnt, das wisst ihr, aber das ist eine stolze Summe. Aber für mich wird es dann jetzt natürlich dann auch, für mich wird das Ganze jetzt natürlich dann auch schön zu sehen, wie lange wird das Ganze dauern, bis mich diese Ersatzteile erreichen. Ich will da gar nicht allzu viel Stress machen. Ich denke mal, auch in Flörsheim ist jetzt einiges los. Da machen wir uns absolut nichts vor. Es sind recht beschaubare Zeiten. Soweit ich weiß, ist der Werksverkauf geschlossen. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Nee, das habe ich gelesen. Da braucht ihr mich nicht korrigieren. Der Werksverkauf ist aktuell geschlossen. Das macht ja auch wirklich Sinn. Da braucht man nicht drüber reden. Also wer da jetzt
sich beschwert, dass er nicht einkaufen kann. Ich sage jetzt nicht, was ich denke. Ich denke mal, das können wir alle mal hinnehmen. Wir werden daran nicht sterben. So, jetzt bin ich hier aber gerade so ein bisschen am Rudern, am Schwimmen. Das ist logischerweise der Haken. Wie hat man sich denn das wohl so halbwegs gedacht? Muss ich mal ein bisschen näher rangehen. Ihr wisst ja, der Onkel ist zu faul oder zu eitel oder wie auch immer wir das nennen mögen, seine Brille aufzusetzen. Das macht er nicht ganz so oft. Also wenn ich das richtig sehe, kann das doch eigentlich, aber dann fehlen mir hier. Dann fehlen mir da. Aber wenn ich doch jetzt, Moment, ich glaube, ich bin von Anfang an, ja, so ergibt das Ganze wesentlich mehr Sinn. So ist das schick. So, jetzt komme ich nämlich auch mit meinen Steinen hin, so wie ich sie hier liegen habe, damit ich hier eine vernünftig ebene Fläche bauen kann. Ich sage also, es macht immer mehr Spaß, wo der Zweier hinkommt, da muss ich mich dann überraschen lassen. Ja, wahnsinnig spannend und aufregend das Ganze hier gerade. Der Kran kann ja eigentlich nur, so hier vorne wird das Lenkrad hinkommen, also vermute ich mal wird der Abschlepphaken hier hinkommen. So, wir haben Scheinwerfer. Scheinwerfer habe ich hier natürlich auch, die können ja dann nur vorne sein. Also das ist ja im Grunde genommen, was ich hier mache. Wir haben jetzt hier 2 Zweier, die sind noch so schön übereinander. Dann nehme ich das jetzt einfach mal. Auch schon mehr gelb als weiß. Aber ich lasse das so. Das soll ruhig benutzt aussehen. Das ist alt, das darf alt aussehen. Das ist meine Meinung. Ob das andere möchten, weiß ich nicht. Was auch schön ist, das so. Das ist definitiv so gewesen. Also ich habe hier noch was aus Zeiten. Das kann man mal in die Kamera halten. Das ist dann noch schön zu sehen. Es gab auch hier mal Zeiten, da brauchte man keine Stickerbögen. Man hat es als Print mit dabei gelegt. Ich denke mal, das Ding auf die heutige Zeit umgerechnet liegen hier bestimmt 40, 50 Euro vor mir, weil es hat Prints und keine Sticker. Das müsste ja wirklich Seltenheitswert hoch 3 haben. So, die Kabine, die kommt dann zu. Ich weiß gar nicht, was man jetzt hier für diesen kleinen Johnny so bezahlen müsste. Ich muss das mal googeln. Googeln sagt man heute so schön. Mal bei eBay gucken oder bei Bricklink oder sonst irgendwo wird man den mit Sicherheit finden. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass früher darauf geachtet wurde, ob das jetzt wohlweislich gewesen ist oder einfach nur ein dummer Zufall. Den hätte ich doch bestimmt auch noch irgendwo dran machen müssen. Dass das wirklich alles so aufbewahrt wurde, dass ich das heute noch mal wieder zusammenbauen kann. Schön in Tüten. Klar, Kartons gibt es keine mehr, aber das finde ich persönlich wahnsinnig schön. Das macht richtig Spaß. Das ist so ein bisschen Nostalgie, was man hier wieder zusammensetzt. Hatte der eine Rundumleuchte? Jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Warum habe ich denn hier noch so ein Teil übrig? Eigentlich hat er sogar zwei. Ach, hier ist der zweite. So, die kommen dann hier hin und kommen dahin. So, jetzt habe ich hier natürlich noch eine Menge. Ich sehe gerade, hier habe ich doch mein Zweier glatt vergessen, wo ich noch gucken wollte, wo muss er hin. Das ist hier gewesen. Entschuldigt, wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen flüster und nicht ganz bei euch bin. So, sehr viel Gelb. Das hier passt logischerweise alles noch nicht. Da muss dann also noch was untergebaut werden. Hier habe ich auch wieder. Ja, das ist ohne Bauanleitung bauen ist manchmal schön. So, man muss sich das Bild halt einfach nur genau angucken und dann erschließt sich einem so einiges. So, aber erschließt mich jetzt. Warum sind hier noch die Einer? Das würde jetzt so. Kann man aber auch rangehen, wie man möchte. Man noch so ein bisschen vergrößern. Ah, da erkennt man was. Da erkennt man dann was. Das muss dann also so sein und das muss so sein, weil ich hier an der Seite, das könnte glatt
hier, dann passt es, weil es schön in der Mitte ist. Genau so stelle ich mir das vor. Jetzt passt es mit den Rädern und sie drehen wunderbar. Hier fällt mir schon wieder alles ab. Und schwupps, da steht er. So, ich halte euch den mal ein bisschen ran. Also das ist wirklich noch Lego. Lego vom Feinsten. Minimalismus pur. Spielspaß Maximum. Ein paar Steinchen, das ist also wirklich nichts Wildes. Und das ist noch schön zu sehen. Klotzig, klobig, wie es damals gewesen ist. Da war die Anzahl der Steine noch relativ gering. Ihr müsst euch das vorstellen. Hier steht jetzt die schönste Tankstelle der Welt. Und genau hier ist ein Fußboden, gefliest aus schwarzen und weißen Fliesen. Fast 150 Stück. Deswegen steht es hier nicht. Wäre dann vielleicht sogar glatt die Garage, wo der Abschleppwagen reinpassen könnte. Passt der aber nicht, weil ich den Fußboden nicht machen kann. Ich baue jetzt auf den schnellen Kundendienst von Bluebricks. Ich weiß, dass das relativ schnell funktioniert, so dass wir mit reiße ich hier alles um, ganz viel Glück nächsten Sonntag ein weiteres Video von der Tankstelle haben, dass ich das jetzt nicht hier monatelang durch die Ecke schiebe, weil es vielleicht noch in China hängt, der Container mit den Fliesen, was dann wirklich sehr ärgerlich gewesen oder nicht gewesen wäre, was dann wirklich sehr ärgerlich wäre. Ich gucke nochmal, vielleicht liegen hier doch, aber so viele Fliesen, die fallen auf, wenn sie nicht da waren. So, was bleibt mir zu sagen, außer dass ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen die Zeit vertreiben konnte. Ich weiß, viele hängen jetzt bei euch zu Hause rum, wissen vielleicht auch nicht, was sie mit der ganzen Zeit veranstalten sollen. Wieder andere, so wie meiner einer, die müssen trotz alledem arbeiten. Den wünsche ich dann eine gute Woche. Passt auf euch auf, gebt auf euch Acht. Haltet euch bitte an die Spielregeln, die ausgegeben werden. Das wird nicht umsonst gemacht. Ihr sollt schließlich alle gesund, alt und dabei munter sein. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann, ihr kennt das, Daumen hoch. Wenn nicht, klar, macht ihr den Daumen runter. Aber dann schreibt es mir da unten rein, was habe ich falsch gemacht, was stört euch, was gefällt euch nicht. Schreibt es mir rein. Wenn ihr kein Abo habt, freue ich mich jederzeit. Wenn ihr dann noch die Glocke unten drückt, dann werdet ihr auch benachrichtigt, sobald ein nächstes Video, vielleicht das von der Tankstelle, online geht. Und ihr könnt wiederkommen, könnt es euch anschauen. Bis zu meinem nächsten Video bleibt ihr dann bitte gesund. Ich werde versuchen, auch gesund zu bleiben, damit wir viele schöne weitere Monate, Jahre, Jahrzehnte zusammen erleben können. Macht euch noch einen schönen Sonntag und bleibt, wie gesagt, gesund.